Happy International Day of the Older Person. Many times the elderly are invisible, ignored, forgotten even. But they, with their rich life and experience, they are our story and history. They can inform our present. The elderly are our family. They are our foundation and our roots. So today, I am here with Member of European Parliament, Mr. Helmut Geuking, who is a tireless defender of the elderly. Mr. Geuking, tell us how you became involved in the work with the elderly and why. Ja, also das begleitet mich quasi schon ein Leben lang. Ich war 35 Jahre bei der Justiz beschäftigt, bin aber vom Beruf her Krankenpfleger und später auch Pflegedienstleiter. Und ich war bei der Justiz auf einer Pflegestation. Denn auch unter Straftätern gibt es pflegebedürftige Menschen. Da habe ich jahrelang gearbeitet, oder Jahrzehnte. Und dazu kam, dass ich im privaten Bereich meine Großmutter, die ist im Alter von 93 Jahren verstorben, meine Großmutter entsprechend brauchte Pflege, Hilfe und Unterstützung. Und ich habe gesehen im privaten Bereich, wie ältere Menschen, wenn sie nicht richtig versorgt werden und wenn sie nicht richtig begleitet werden, immer mehr vereinsamen. Und um dies entgegenzuwirken, habe ich dann Humanitas Münsterland und Humanitas Gemeinschaft e.V. gegründet, zielgerichtet, um ältere Menschen zu unterstützen und ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Und ich behaupte mal, wenn ich das nicht gemacht hätte 1994, wäre meine Großmutter ganz bestimmt nicht 93 Jahre alt geworden. Und ich habe gesehen, welche Veränderungen ein Mensch durchmacht, wenn er entsprechend Hilfe erfährt, Begleitung erfährt und wenn er entsprechend ein Angebot auch bekommt, wo er ein selbstbestimmtes Leben führen kann und das ihm ermöglicht wird. Und dadurch bin ich ja, seit Jahren auf diesem Sektor tätig. Yeah, so then today is a perfect day, and maybe you can help us tell us what what should we do and what can we do to protect the elderly in our society. Also als allererstes müssen wir wieder mal lernen, hinzuschauen. Wir müssen auf unsere Umwelt achten, wir müssen mal hinschauen, wie geht es meinen Nachbarn, wie geht es meinen Nachbarinnen, wie geht es meinem Umfeld allgemein. Lebensbilder verändern sich und die Menschen werden älter. Wir leben in einer Zeit durch den demografischen Wandel, wo wir wesentlich mehr ältere Menschen bekommen werden. Im Jahre 2060 werden es mehr 80-jährige Menschen geben wie unter 20-jährige. Das sind die statistischen Zahlen, darauf läuft es hinaus. Das heißt im Umkehrschluss, wir müssen sehen, dass Menschen, ältere Menschen, ein selbstbestimmtes Leben führen können. Wann kann man ein selbstbestimmtes Leben führen? Wenn man finanziell unabhängig ist. Das hat auch viel mit Finanzen zu tun. Und wir haben in Deutschland zumindest die Situation, aber das ist auch in anderen Ländern ziemlich gleich, dass Eltern, nicht Eltern, also Personen, die Kinder haben, um ihre Lebensleistung betrogen werden. Bei ihnen ist die Altersarmut vorprogrammiert. Wenn sie in einem gewissen Alter sind, dann sind sie an der Armutsgrenze, teilweise noch unter der Armutsgrenze. Und das ist dann natürlich ein selbstbestimmtes Leben nicht unmöglich, weil man von der Gesellschaft ausgegrenzt wird. Und da gilt es genau hinzuschauen. Um zu gucken, inwieweit man da Hilfestellung geben kann und inwieweit wir den Menschen direkt helfen können. Auf der einen Seite. Und natürlich für die Politik, also für unser Eins, natürlich da hinzuschauen, wie kann ich die Lebenssituation der älteren Menschen verbessern. So, wir haben jetzt den Tag, 1. Oktober, das ist der internationale Tag der älteren Menschen, der 1990 ins Leben gerufen worden ist durch die Vereinten Nationen. Die haben den ja nicht umsonst ins Leben gerufen. Denn der ist ja ins Leben gerufen worden, weil man gesehen hat, dass ältere Menschen diskriminiert werden zunehmend. Weil man gesehen hat, dass es auch eine finanzielle Frage ist, ob ältere Menschen Teilhabe haben an unserem Leben. Also da hat sich was in unserer Gesellschaft getan. Und wir haben in diesen 30 Jahren wurde enorm viel aufgeholt. Es gibt ganz viele Netzwerke, Seniorenbetreuungsstellen und. Also was vor 30 Jahren noch nicht gab. Also ich erinnere, ich hatte meinen Hilfsdienst damals 1994 gegründet. Ich war einer der ersten auf dem Markt, damals 94. Das war so 4 Jahre nachdem dieser internationale Tag für ältere Menschen ausgerufen worden ist.
Und selbst in diesen 4 Jahren hatte sich nicht viel getan. Aber jetzt, 30 Jahre später, sind wir an einem Punkt, wo man das viel offener kommuniziert. Corona, Covid-19 hat das natürlich zurückgeworfen. Covid-19 hat dazu geführt, dass ältere Menschen indirekt wieder diskriminiert werden. Denn ihr gehört zu dem gefährdeten Personenkreis, ihr müsst gemieden werden oder ihr müsst uns meiden. Das führt zu Vereinsamung, das ist ein selbstbestimmtes Leben, ist in dem Sinne durch Covid-19 stark eingeschränkt, nicht nur Finanzen, sondern jetzt auch noch durch Covid-19, denn man kann nicht mehr ins Kino, ins Theater gehen oder an Veranstaltungen teilnehmen oder an die vielen, was ich gerade gesprochen habe, Seniorennetzwerke, die sich vielleicht treffen, organisieren, untereinander Ausflüge machen. Alles das ist weggebrochen durch Covid-19. Also das ist jetzt, wirft uns enorm zurück und wir müssen Obacht geben, wenn wir Covid-19 besiegt haben und das hinter uns gelassen haben, dass wir da wieder ansetzen, wo wir vor Covid-19 waren. Nämlich da wieder ansetzen, den Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Da wieder ansetzen, hinzuschauen und Angebote zu unterbreiten für die Teilhabe in unserer Gesellschaft. Und ich komme nochmal darauf zurück, weil ich jetzt so ein bisschen ausgeführt habe, wie man das vor Ort machen kann. Das ist ganz simpel. Wie ich schon gesagt habe, man muss erst einmal hinschauen, man muss es erfassen, man muss es aufnehmen, man muss ein Hilfsangebot unterbreiten, man muss sich vernetzen. Es gibt, und all das ist in Deutschland zumindest in den letzten 10 Jahren vermehrt zu beobachten gewesen, vor Covid-19. Und wurde massiv auch vorangebracht und da bin ich ganz glücklich drüber. Aber ich will es nochmal wiederholen, wir leben trotzdem in einer Zeit, wo ältere Menschen, die Altersarmut ist wahnsinnig groß, europaweit, und oftmals ist sie einhergehend, das sind Eltern, die um ihre Lebensleistung betrogen werden, die den Staat Kinder geschenkt haben quasi, oder der ganzen Gesellschaft Kinder geschenkt haben und die Kinder großgezogen haben. Sie sind diejenigen, die unsere Gesellschaft entsprechend stützen und auch aufrechterhalten. Ohne Familie kann es keine Gesellschaft existieren. Und im Alter werden diese Menschen dafür bestraft. Also sie werden wirklich systematisch betrogen um ihre Lebensleistung, das muss man so deutlich sagen. Ich habe neulich noch eine Dame gehabt, die mir gesagt hat, Herr Geuking, ich habe 40 Jahre lang genäht als Näherin, ich habe eine Rente von unter 500 €. Das ist ein Skandal in Deutschland. Und das muss man mal, gerade an solchen Tagen, dem Tag der älteren Menschen, auch mal ganz bewusst nach vorne bringen und sagen, was macht unsere Gesellschaft mit der älteren Generation, der wir so viel zu verdanken haben. Und es liegt an uns, auch einiges zurückzugeben. Aber wie gesagt, erstmal einen kleinen Anfang, genau hinschauen, eruieren, was kann man helfen, wo kann man helfen, wie kann man Verknüpfung machen, wie kann man soziale Angebote unterbreiten, auch in der Kommunalpolitik, und natürlich das ganz große Rad in der Politik drehen, endlich für politische Veränderungen sorgen, die auch den älteren Menschen in ihren Lebensbildern gerecht werden. Und deswegen engagiere ich mich auch in der ECPM und deswegen engagiere ich mich auch in der Familienpartei Deutschlands, wo ich dessen Bundesvorsitzender bin, weil wir die Situation der älteren Menschen ändern möchten zum Positiven. Indeed, we have to, each of us, get involved, and then also the institutions at the international, at the local, at the national level, they need to work on this and to start defending and working more on behalf of the elderly. Thank you very much for your time and for the interview. Vielen lieben Dank.